Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um TÜV, Lenker, ABE, Teilegutachten etc. nach dem Intro. Warum mache ich das Video? Ich habe hier die DR 650, eine Suzuki, eine Enduro sozusagen. Die habe ich vor ein paar Jahren, sind ein paar Sachen dran gemacht worden und da kam unter anderem auch ein anderer Lenker dran. Den Lenker habe ich gekauft bei einem relativ bekannten Händler, der sich mit diesen Motorradmodellen befasst. Und dort war die Aussage bzw. bei dem Kauf, der Lenker kann mit einem Teilegutachten eingetragen werden. Soweit so gut, hat alles gepasst. Ich habe den Lenker angebaut, an den originalen Befestigungspunkten. Alles ist original geblieben, also die Griffe, die Spiegel. Das Einzige, was dazu kam, sind diese Handschützer, die Handprotektoren von Acerbis. Und ansonsten ist alles das Gleiche geblieben. Jetzt stand das Motorrad, glaube ich, 1,5 Jahre und der TÜV ist jetzt abgelaufen. Also habe ich das Ding zum TÜV gefahren, beziehungsweise zu einer Prüforganisation, und dort wurde die Eintragung von dem Lenker abgelehnt. Also TÜV ist kein Problem, aber warum ist die Abnahme des Lenkers abgelehnt worden? Und ich habe hier zu dem Lenker einen technischen Bericht, den ich jetzt aber hier auszugsweise nicht zeigen kann, kann ich nicht einblenden. Aber ich kann euch mal sagen, was da drin steht. Und zwar ist das vom TÜV Bayern Sachsen ein technischer Bericht mit einer Nummer. Und in diesem besteht obendrin Teilegutachten ohne definierten Verwendungsbereich. Dann natürlich Antragsteller, bla 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 und so weiter und so fort. Umrüstung, Sonderlenker für Motorräder und. Und dass der Lenker laut diesem technischen Bericht nach § 19.3 der StVZO eingetragen werden kann. Und wir gucken uns jetzt mal an, was sagt eigentlich der § 19.3. Vielleicht sollte ich vorher noch kurz erwähnen, um welchen Lenker es sich eigentlich handelt. Weil ich weiß nämlich, dass viele Leute, also nicht nur Fahrer von diesen DR-Modellen, sondern auch ganz andere Fahrzeuge, ein Problem mit diesem Lenker haben. Mittlerweile. Und zwar ist das ein Rental-Lenker mit der Bezeichnung 613 steht drauf, ist aber, so noch mal gucken hier, 613, also das ist ein Lenker, der wird für ganz viele Modelle, ja 613 ist die Typ-Kennziffer auf dem Lenker. Das ist also ein gekröpfter Enduro-Lenker mit einer Querstrebe, also mit einer verschraubten Querstrebe und mit einer gewissen Länge und natürlich einem Durchmesser von 22 mm in dem Fall und einer Wandstärke von 4 mm. Das zu dem Thema, was für ein Lenker das ist. Da gibt es nämlich ganz viele Diskussionen drüber, wie gesagt, an unterschiedlichen Fahrzeugen. Der § 19.3 StVZO. So, jetzt habe ich die beiden Paragraphen komplett durcheinander gebracht. § 19.3 ist eine Änderungsabnahme, die immer dann durchgeführt wird, wenn für eine Veränderung am Fahrzeug ein gültiges Prüfzeugnis, also eine ABE oder ein Teilegutachten vorliegt, in dem das vorgestellte Fahrzeug im Verwendungsbereich aufgeführt ist. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ABE, wieso, muss ich doch sowieso nicht eintragen? Doch, das kann schon sein, da kommen wir aber später dazu. Aber nach § 19.3 ist in einem Teilegutachten oder einer ABE ein genau definierter Verwendungsbereich vorgesehen. Das heißt, im Klartext, in dem Teilegutachten, was für den Lenker vorliegen muss oder sollte, oder eine ABE, die dafür vorliegt, muss drinstehen, welches Fahrzeug oder an welchem Fahrzeug man diesen Lenker verwenden kann.
Und das geht dann auch nur an diesen Fahrzeugen, die da drin stehen, nicht an irgendeinem anderen Fahrzeug. Ja, das ist dieser vordefinierte Bereich. So. Und wir erinnern uns, am Anfang hieß es in dem technischen Bericht von Renthal, der im Übrigen von 1995 ist, Dezember 1995, hieß es Teilegutachten ohne definierten Verwendungsbereich. Ja, und wenn man sich das dann mal genau überlegt, und ich habe relativ lange mit dem TÜV-Prüfer mich unterhalten bzw. telefoniert, der hat mir das ganz genau erklärt und er hat natürlich recht, das abzulehnen, ganz klar. Weil auf der einen Seite wird in 19.3 verlangt, dass man einen definierten Verwendungsbereich hat. Und hier spricht man von einem Teilegutachten für diesen Renthal-Lenker, der nach § 19.3 eingetragen werden kann. Geht aber nicht, weil wir hier kein Teilegutachten und auch keine ABE vorliegen haben. Ja, was sagt nun der § 19.3? Also ich will das nur mal so ein bisschen anreißen, weil das relativ viel ist. Der § 19.3, der regelt im Prinzip die Erteilung und Wirksamkeit der Betriebserlaubnissen von Kraftfahrzeugen. Und der dritte Teil da drin, der sagt eben, abweichend vom Absatz 2, für solche Teile oder Änderungen oder Einbausachen, die man macht, müssen eine Betriebserlaubnis nach § 22 oder eine Bauartgenehmigung nach § 22a erteilt worden sein. Das heißt, zu diesem Lenker muss es etwas geben, aus dem hervorgeht, was ist das eigentlich, wie ist der gemacht, was ist das für ein Material und so weiter und so fort. Und das muss entweder nach § 22 oder nach 22a passiert sein und auch dokumentiert sein. Man muss aber in der ganzen Sache dann noch beachten, nach welchen Richtlinien sind Fahrzeuge zugelassen. Sind die nach europäischer Norm zugelassen oder sind die nach der StVZO zugelassen, also alte Fahrzeuge, das heißt deutsches Recht. Da gelten auch wieder unterschiedliche Dinge. Ja, wenn ich ein Fahrzeug habe mit einer EU-Genehmigung, also mit einer EU-Zulassung, das könnt ihr aus dem Fahrzeugschein, ich weiß die Nummer jetzt gerade nicht auswendig, steht auf der letzten Seite rechts, ziemlich unten steht dann ein E mit einem Stern und eine Nummer hinten dran. Das ist eine EG-Typgenehmigung für das Fahrzeug. Dann werden auch die EG-Typgenehmigungen für die Teile angewendet. Ja, wenn ein Fahrzeug allerdings nach der StVZO zugelassen worden ist, also ein relativ altes Fahrzeug beispielsweise, dann gelten eben für die Anbauteile auch die Normen aus der StVZO. Und da gibt es dann natürlich wieder viele verschiedene Regeln, da will ich aber gar nicht so genau drauf eingehen, weil erstens bin ich kein TÜV-Prüfer und zweitens bin ich auch kein Anwalt, der hier eine rechtssichere Auskunft darüber geben kann, aber es ist einfach so, dass es dort noch viele andere Dinge gibt. Also beispielsweise würde die GS nach der StVZO zugelassen sein, dann wäre es so, bei der Zusatzbeleuchtung gelten ganz andere Richtlinien, wie sie bei einer EU-Zulassung, also bei einer EU-Typgenehmigung gelten. Ja, da muss man also darauf achten. Und wenn man das aus den Papieren nicht rausfindet, dann muss man das erfragen und demnach kann man dann handeln. Also hatten wir eben § 22 oder 22a, das sind die Genehmigungsverfahren für diese Bauteile, in dem Fall der Lenker, oder wir haben eine EU-Typgenehmigung bzw. eine EWG-Betriebserlaubnis oder eine EWG-Betriebsgenehmigung, EG-Typgenehmigung. Die liegt vor, oder das, was ich eben gesagt habe, eben halt StVZO, dann gelten wieder andere Richtlinien. Der § 19.3 regelt auch, dass natürlich dieses Anbauteil passend sein muss zu den Papieren, das ist klar. Und dass letztendlich ein Prüfer, ein TÜV-Prüfer oder ein Prüfer von einer passenden Prüforganisation den Anbau überprüfen muss, wie das Ganze gemacht ist und muss das letztendlich dann bestätigen, dass das ordnungsgemäß gemacht wurde. Das heißt also,
Dieser technische Bericht von diesem Rental-Lenker ist eigentlich nicht korrekt. Ja, weil er etwas vorgibt, was er gar nicht erfüllen kann letztendlich. Ja? Also wir können den Lenker nach 19.3 nicht eintragen lassen. Was können wir machen? Wir könnten den Lenker nach § 19.2 der StVZO eintragen lassen. Das heißt, StVZO 19.2, also § 19.2 StVZO sagt, in Verbindung mit § 21, dass eine Einzelabnahme gemacht werden muss. Ja, das heißt, der Prüfer kann den technischen Bericht verwenden, um eventuelle Daten herauszufinden, die er braucht, über den Lenker, Materialbeschaffenheit, die einzelnen Maße der Kröpfungen, die Strebe, die Anbaupunkte, die Breite der Anbaupunkte und. Das kann er nehmen aus dem technischen Bericht und muss aber dann den Anbau richtig kontrollieren, der muss damit fahren, der muss überprüfen und das muss er alles haben und machen und das kostet Geld. Das ist nichts anderes wie eine Einzelabnahme. Aber noch, der 19.2 hat allerdings noch den bitteren Beigeschmack, dass beim Anbau so eines Lenkers, der nach 19.2 StVZO eingetragen werden muss, sofort die Betriebserlaubnis von dem Fahrzeug erlischt. Das heißt, nach der Begutachtung müssen die Papiere, das Gutachten vom TÜV oder von der Prüforganisation, ich nenne es jetzt halt mal TÜV, zur Zulassungsstelle und dort muss eine neue Betriebserlaubnis erteilt werden. Und das ist alles natürlich mit Kosten verbunden. Zum einen die Kosten für den TÜV, das heißt die Begutachtung, das wird in der Regel wird das also habe ich mir sagen lassen, wird es nach Aufwand abgerechnet. Ja? Wie viel Aufwand hat der Prüfer, den Lenker zu kontrollieren? In dem Fall ist es so, dass alles andere original ist, also sowohl die Gabelbrücke ist original, als auch alles andere original. Da ist der Aufwand etwas weniger hoch, aber umso mehr Aufwand natürlich der Prüfer hat für diese Arbeit, umso teurer wird das Ganze. Kurz am Rande, dieser Lenker, den gibt es natürlich heute noch, der wird heute auch noch verkauft. Der liegt heute so ungefähr bei, je nachdem wo man ihn kauft, bei ungefähr 90 bis 100 Euro. Ich meine, wir haben den damals gekauft für 60 oder 70, keine Ahnung, ungefähr so. Das ist nur der Preis, dass man das mal im Hinterkopf behält. Das ist bei 19.2, also Einzelabnahme. Bei 19.3 ist es so, wenn man denn nach 19.3 eintragen kann, dass es einfach genügt, die Eintragung beim TÜV zu machen, dafür zu bezahlen. 50 Euro sind es mittlerweile, glaube ich, knapp 50 Euro. Und die Änderung zu den Fahrzeugpapieren zu packen, mit dem Teilegutachten oder der ABE, wenn sie denn dabei ist, bei den Fahrzeugpapieren zu haben und immer mitzuführen oder diesen Beleg vom TÜV mitzuführen, dass der Lenker eingetragen ist. Und das reicht erstmal. Und die Eintragung in den Fahrzeugpapieren, die muss man erst dann machen, wenn beispielsweise ein Wohnortwechsel stattfindet oder ein Fahrzeughalterwechsel stattfindet. Also erst dann, wenn man wieder zur Zulassungsstelle gehen muss, um irgendetwas zu ändern, dann kann man das mit eintragen lassen, dass es eben im Fahrzeugschein drinsteht, damit man dieses ganze Papiergedöns nicht mitschleppen muss die ganze Zeit. Ja. Das ist aber nur dann bei 19.3, wenn es auch tatsächlich ein Teilegutachten ist oder eine ABE. Das ist ein ziemlich hartnäckiges Thema und meiner Auffassung nach, und das habe ich auch dem TÜV-Menschen gesagt, gibt es darüber eigentlich viel zu wenig Informationen und ich glaube auch, dass viele Leute mit ihrem Motorrad, aber auch Auto, weil beim Pkw ist das ganz genauso geregelt, also Sportlenkrad, Felgen, Fahrwerk, egal, dass viele Leute durch die Gegend fahren, die sich sicher glauben, aber ganz oft gar nicht StVO-konform fahren und das gar nicht wissen, weil es darüber nicht so viel Aufklärung gibt, leider Gottes. Und das natürlich auch ein sehr verzwicktes Thema ist. Ich hatte ja gesagt, dass für eine Einzelabnahme, also nach § 19.2,
in Verbindung mit Paragraph 21 Einzelabnahme ein Teilegutachten da sein muss oder ein technischer Bericht, ist in Ordnung, ja. Aber dann muss aus so einem technischen Bericht auch etwas hervorgehen, was der Prüfer verwenden kann. Ja? So. Und in dem Fall ist es so, dass bei diesem technischen Bericht ein sogenanntes COP dabei sein muss. Das heißt, ein Certificate of Production. Ne? Also das Zertifikat, das sagt, wie ist der Lenker produziert, beziehungsweise aus welchem Material und. Also da stehen, ich habe so ein Ding noch nicht in der Hand gehabt jetzt zu diesem Lenker, da stehen eben die ganzen wichtigen Daten drin, die der Prüfer zur Hand nimmt, um zu sehen, ist es überhaupt ein Aluminium, was ich verwenden kann. Also bestes Beispiel, viele rüsten sich ja um auf irgendwelche Brems- und Kupplungsgriffe aus Fernost für günstiges Geld. Die werden nicht eingetragen oder sie fahren halt einfach damit und werden dann angehalten und dann heißt es plötzlich, ja, das ist Schrott sozusagen. Man weiß ja gar nicht, ob der Bremshebel oder der Kupplungshebel das aushält bei einer Vollbremsung. Könnte rein theoretisch sein. Ja, also die Polizei spricht da gerne von Fensteraluminium. Gut, kann sein, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber natürlich, klar, muss man feststellen können, was für ein Material ist es. Hat dieses Material überhaupt die Festigkeit? Kann der Lenker das aushalten, dass ich im Gelände mit dem Fahrzeug fahre und mich auf die Fußrasten stelle und mein Oberkörpergewicht auf die Lenkerenden drücke und der Punkt hier an der Klemmung das auf jeden Fall auch aushält, ohne dass er abbricht? Wenn ich irgendeinen Lenker habe, der das gar nicht kann und dann haut es mich auf die Schnauze und ja, dann ist die Schreierei groß. Ja, so. Und in diesem Teilegutachten zu diesem Lenker, zu dem Rental-Lenker, fehlt letztendlich dieses COP-Papier. Ja, das ist da nicht dabei. Also aus dem Teilegutachten, ich kann euch das leider nicht zeigen, geht etwas hervor über die Kröpfung. Da gibt es eine Handzeichnung in diesem technischen Bericht, wie lang die Kröpfung ist, wie lang die Lenkerenden sind und so weiter, wie groß der Klemmbereich ist. Das steht da soweit alles drin, aber mehr auch nicht. Ja, wir gucken uns aber gleich eine ABE an, was da alles drin steht und ob das geht. Des Weiteren, neben dem COP-Papier, das muss mindestens vorhanden sein, also das war mir jetzt noch nicht so ganz klar, ob das hier drin dabei sein muss oder ob das einfach eine COP-Nummer gibt, die man dann abfragen kann. Aber in jedem Fall muss es sowas geben und wenn es hier nicht dabei ist, muss der Hersteller sowas ausfertigen können, damit er das dem TÜV vorlegen kann. Oder damit der Halter oder der Führer, der Fahrzeugführer das dem TÜV vorlegen kann. Und des Weiteren müssen auch die Nummern von der Materialprüfung in diesem technischen Bericht drinstehen. Und das tut es speziell bei diesem Rental-Lenker 613 nicht. Fehlt also beides. Das heißt also, rein theoretisch könnte man mit diesem technischen Bericht von diesem Rental-Lenker könnte man überhaupt gar keine Eintragung machen. Ja, weil dieser technische Bericht eigentlich überhaupt gar nichts ist. Er ist ein technischer Bericht, ja, aber er ist kein Teilegutachten und er ist auch schon gleich keine ABE. Und weil die Prüfnummern und das COP-Zertifikat fehlt, könnte man hier rein theoretisch nicht mal eine Eintragung machen nach § 21 StVZO in der Einzelabnahme. Weil woher soll der Prüfer wissen, was er einträgt? Jetzt gibt es natürlich bestimmt Leute, die sagen, ach was, ich kriege das schon bei meinem TÜV eingetragen. Das mag schon sein. Früher war das so, da ist man in den Osten von Deutschland gefahren und hat dort alles eingetragen bekommen. Ja, dahin und dann wurden Umbauten, Heckumbauten, abgeschnittene Rahmen, geänderte Schwingen, geänderte Gabeln, das wurde alles einfach eingetragen. Das ist schon so richtig, ja. Und das kann sein, dass das vielleicht bei der einen oder anderen TÜV-Prüforganisation
teilweise heute noch so ist. Der Punkt ist nur der, dass es vor einigen Jahren eben auch eine Änderung gegeben hat, was die Prüforganisationen anging. Ja, da müssen jetzt Prüfer Schulungen machen, dass sie verschiedene Bereiche überhaupt abdecken können und. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass man das so einfach sagen kann. Und davon abgesehen, das ist meine Meinung, würde ich schon ganz gerne einen Lenker haben. Also jetzt geht es um den Lenker, aber es gibt ja viele andere Anbauteile auch, die auch sicherheitsrelevant sind. Und ein Lenker gehört natürlich auch zu den sicherheitsrelevanten Bauteilen, von dem ich weiß, dass der Lenker in Ordnung ist. Ganz klar. Genauso wie bei einem Bremsgriff will ich wissen, ich persönlich als Fahrer von einem Motorrad, mit dem ich vielleicht 200 fahre oder schneller, hebt der Bremshebel das aus, wenn ich plötzlich eine Vollbremsung machen muss. Was bringt es mir denn, wenn ich an Hayabusa eine 4-Kolben-Bremszange oder eine 8-Kolben-Bremszange da vorne dran habe und der Bremshebel abbricht, weil er aus Fensteraluminium ist? Das bringt mir gar nichts. Und wenn ich das ganz toll bei irgendeinem TÜV eintragen kann, nur weil der HUler, der dort steht, keine Ahnung hat von irgendwelchen Berichten, das ist zwar toll, dass es eingetragen ist, aber einem persönlich bringt das gar nichts. Das ist meine persönliche Meinung. Das trägt zur allgemeinen Verkehrssicherheit einfach bei. Jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, dass noch andere Punkte gibt, die man einfach beachten muss. Also neben dieser Zulassung für das Fahrzeug, also nach StVZO oder nach EG-Typgenehmigung, also EU-Zulassung. Neben dem gibt es noch weitere Punkte, die zu beachten sind. Als Beispiel. Ich habe einen Originallenker, eine Originalgabelbrücke und versetze mir zum Beispiel so wie hier an der GS den Lenker etwas weiter nach hinten mit sogenannten Lenkererhöhungen. Ne? Nach oben, nach hinten, so. Für die Lenkererhöhungen, die kaufe ich natürlich und schaue, wenn ich sie kaufe, dass ich dazu eine ABE habe, dass ich sie nicht eintragen lassen muss. Und die ABE führe ich mit. Und wenn ich angehalten werde, dann fragt mich die Wach- und Schließgesellschaft nach der ABE für die Lenkererhöhungen und dann kann ich die zeigen und dann ist alles in Ordnung. Auf den Lenkererhöhungen steht eine Nummer drauf, eine KBA-Nummer. Ich hatte das in irgendeinem Video auch schon mal erklärt. Ich meine, das war das Video zu der F700 GS. Ich kann euch das oben mal verlinken. Das ist dann soweit alles in Ordnung. Originallenker, Originalgabelbrücke, aber veränderter Klemmpunkt. In der ABE zu diesen Klemmungen steht drin, die Montage an den serienmäßigen Klemmpunkten. Das steht in der Anbauordnung drin, in der ABE. Das heißt, wenn ich jetzt an meiner serienmäßigen Gabelbrücke Lenkererhöhungen anbaue mit ABE, dann muss ich die nicht eintragen lassen. Wenn ich allerdings an diese Klemmböcke, das ist nur als Beispiel, es gibt noch viele andere Punkte, einen Sonderlenker anbaue, in dessen ABE auch steht, und das steht hier bei dem Lenker, den ich euch gleich zeige, steht auch drin, die Befestigung, ich lese euch das vor, die Befestigung erfolgt an den serienmäßig von Fahrzeughersteller vorgegebenen Befestigungspunkten. Der Lenker. Das heißt, wenn ich den Sonderlenker an den Nachrüstklemmböcken montiere, erlischt damit im Prinzip die ABE. Und das meinte ich damit vorhin, dass auch ABE-Teile oder Teile mit ABEs eingetragen werden müssen, weil diese beiden Teile sich gegenseitig beeinflussen. Der Lenker ist nämlich nicht an den originalen vom Hersteller vorgegebenen Befestigungspunkten montiert, sondern an einem Teil, was wiederum von einem anderen Hersteller kommt. Und somit muss mindestens eins, der Lenker oder die Klemmböcke oder beides, eingetragen werden, trotz ABE. Das dazu, dass auch ABEs eingetragen werden müssen. Gleiches gilt für Teile an der Bremsanlage. Original Gummischläuche
für die Bremse. Ich rüste aber dann zum Beispiel eine andere Bremsscheibe ein, ne? Also eine gewavte Bremsscheibe von einem anderen Hersteller, was auch immer. Und dazu noch Bremsgriffe mit ABE von irgendeiner Firma. Dann stehen diese Teile in Verbindung miteinander und dann muss das eine oder andere, das muss geprüft werden, eingetragen werden. Der Witz an der Sache ist der, dass ich das selber schon erlebt habe, dass sowohl die Polizei als auch irgendein TÜV-Prüfer das nicht wissen oder nicht beachten oder was auch immer. Und wenn man dann in eine Polizeikontrolle kommt und der Polizist kennt sich aus, dann zieht er den Kürzeren. Ganz einfach. Weil der genau das so vorgibt. Das steht genau so drin in der StVZO-Regel, wie das zu sein hat. Und im schlimmsten Fall bleibt die Karre stehen und die müsst ihr auf den Abschlepper packen oder sonst wie nach Hause kommen. Keine Ahnung. Ja, so, das dazu. Was mache ich jetzt mit dem beknackten Lenker? Ich hatte vorhin gesagt, der Lenker kostet jetzt um die 90 bis 100 Euro. Die Eintragung beim TÜV als Einzelabnahme kostet wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, weil ich nicht weiß, wie lange der dazu braucht, kostet wahrscheinlich den gleichen Betrag. Dann muss ich noch zur Zulassungsstelle und muss nach der erfolgten Einzelabnahme eine neue Betriebserlaubnis beantragen. Die Papiere müssen geändert werden. Naja, und wir wissen ja alle, in Deutschland macht keiner den Finger krumm für irgendwas, ohne irgendwas dafür zu bekommen. Summa summarum ist das ganze Spiel teurer als einfach ein neuer Lenker, obwohl der Lenker neu ist. Und wie gesagt, der wird heute noch verkauft mit dem Vermerk, dass ein Teilegutachten mitgeliefert wird, das man beim TÜV eintragen kann. Was meiner Meinung nach nicht stimmt. Und an der Stelle möchte ich mich gerne bei denen bedanken, von der Prüforganisation, ich nenne jetzt da keine Namen, die sich damit befasst haben und sich die Zeit genommen haben, mir das genau zu erklären, wie das funktioniert mit diesem Lenker. Vielen Dank dafür. In der Summe ist es jetzt so, dass ich hingehe und baue diesen Rental-Lenker raus, weil es andere Firmen gibt, die nicht Rental heißen, die Lenker liefern, die eine ABE haben. Das ist jetzt ein Lenker von TRW. Ja, der Lenker ist annähernd derselbe. Er ist ein bisschen kürzer. Vielleicht kriegen wir das hier ins Bild. Ne? Der ist ein bisschen kürzer von der Gesamtbreite hier. Der hat aber die gleiche Materialstärke. Und der hat auch eine Querstrebe zur Verstärkung. Ist Aluminium glänzend, das ist wahrscheinlich lackiert nochmal oder poliert, egal. Anders wie der Rental-Lenker, der ist matt, aber letztendlich ist es dasselbe Ding. Dasselbe Ding. Wie gesagt, dieser Lenker ist von TRW und hat gekostet, inklusive Versandkosten, 65 Euro. Und ich glaube, die 65 Euro, das ist schon der Betrag, den ich beim TÜV bezahle, wenn ich den Lenker eintragen will. Ganz einfach. Ganz einfach so. Und wenn man das in der Nahaufnahme mal hier sieht, vielleicht kann man das lesen. Da steht TRW und da unten drunter steht die KBA-Nummer. Und diese KBA-Nummer, die steht auch in der ABE. Da, ne? Das ist eine ABE, wie man das so kennt, ne? Von diesen Anbauteilen. Und hier sind all diese Dinge drin. Hier ist genau beschrieben, hier ist der Hersteller steht drin. Hier stehen die Maße drin, hier steht die Bezeichnung drin, die auf dem Lenker steht. Hier gibt es die Prüfziffern für diese Materialprüfungen. Das steht hier, ist hier alles schon einwandfrei vorgefertigt. Und es steht drin, wie er angebaut werden muss, dass er an den serienmäßigen Anbaupunkten montiert werden muss und wie er geprüft werden muss. Also das ist der Hinweis an die Prüforganisation oder den TÜV.
Und es steht genau der Verwendungsbereich da drin. Da gibt es also eine lange Liste. Ja, so sieht es aus, also viele von euch werden das kennen. Da stehen alle Modelle drin, an denen dieser Lenker montiert werden kann. Und unter anderem natürlich auch an der DR 650 in diesem Baujahr. Mit der jeweiligen genauen Bezeichnung. In dem Fall ist die Bezeichnung 155 für dieses Modell. Da gibt es nämlich mehrere Lenker. Da muss man sich halt einfach die passenden raussuchen. Ich habe das im Polo-Shop bestellt, war 2 Tage später da. Alles wunderbar. Was heißt das nun? Das heißt nun, ich baue diesen alten Lenker hier weg, den ich nicht verwenden kann. Und ich auch ein bisschen bedauere, dass ich den überhaupt gekauft habe. Und ich den eigentlich auch nur gekauft habe, weil da stand, dass es ein Teilegutachten gibt. Ja, ein Teilegutachten. Ansonsten hätte ich den gar nicht gekauft. Weil, was bringt mir ein Lenker? Also die Firma Renthal baut natürlich viele, viele Lenker, die ganz ohne Teilegutachten und ohne ABE daherkommen. Ja, das hat aber auch einen Grund. Die liefern zum Beispiel ganz viel eben für den Enduro, für den Motocross-Sport, diese Teile. Ja, und wenn ich auf einer abgeschlossenen Strecke fahre, meine Rennen, was auch immer, dann brauche ich keine ABE oder irgendein Teilegutachten. Dann muss das einfach ein Lenker sein, der passt und fertig. Ja, deswegen ist es da dann auch in Ordnung. Aber wenn ich dann schon einen Lenker verkaufe, der für den normalen Straßenverkehr zugelassen sein soll, dann muss ich dazu natürlich auch ein passendes Teilegutachten oder mindestens eine ABE zuliefern. Ganz einfach. Ansonsten ist das Ding überhaupt nichts wert. Rausgeschmissenes Geld. Ich baue also den Lenker um, der geht weg, rausgeschmissenes Geld, und da kommt der dran und in der Folge fahre ich dann zum TÜV oder zur Prüforganisation, werde an dem Fahrzeug hier TÜV machen und dem Prüfer meine ABE vorlegen und dann bin ich glücklich und alles ist wunderbar. Das, was ich jetzt hier erzählt habe, ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Von diesem Thema Eintragungen, von den ganzen Paragraphen, wie und was. Also ihr könnt euch die Paragraphen selber im Internet raussuchen. Gebt ihr einfach bei Google ein 19.2, 19.3, Paragraph 22, Paragraph 21, bla bla bla. Das könnt ihr alles dann nachlesen, was da genau drin steht. Ja, das ist nur ein ganz kleiner Teil von dem. Ja. Und nochmal, ich habe das anfangs schon gesagt, ich bin kein Prüfer, kein TÜV-Prüfer. Und auch kein Rechtsanwalt, der hier eine genaue Rechtsauskunft darüber geben kann. Aber ich empfehle für die Leute, die größere Umbauten gemacht haben an ihren Fahrzeugen, das einfach mal bei einer Prüforganisation dort vorbeizufahren und das einfach mal überprüfen zu lassen. Also man kann mit diesen Leuten normalerweise reden und kann sagen, hör mal, kannst du mal gucken, ich habe das und das gemacht, muss ich das eigentlich eintragen lassen oder ist es in Ordnung mit ABE oder. Und die Leute geben dann auch eine Auskunft darüber. Und wenn das halt bei dem einen oder anderen TÜV nicht klappt, weil die irgendwie arrogant oder hochnäsig sind, dann geht er halt zum nächsten, ganz einfach. Ist alles schon passiert. Dann seid ihr eben auf der sicheren Seite. Ja, das ist also zumindest für mich ganz, ganz wichtig, dass nicht irgendwie, dass man draußen rumfährt und am Ende eine böse Überraschung erlebt. Gerade heute, wo Punkte in Flensburg nicht mehr in der Zahl gesammelt werden dürfen, wie das früher mal war. Und die Strafen darauf drakonisch sind fast. Ja, also schon Fahrverbote, Punkte, Strafen und so weiter. Das kann man sich eigentlich alles letztendlich sparen. Aber ich will jetzt hier auch nicht den Oberlehrer spielen, das muss jeder für sich selbst wissen. Ja, um das Ganze zum Abschluss zu bringen und nicht unnötig in die Länge zu ziehen, was hat mich bewogen, dieses Video zu machen? Zum einen, wie gesagt, ging es speziell um diesen Renthal-Lenker, wo viele eben offene Fragen haben. Zum anderen ging es mir persönlich darum, dass die Leute, die diesen Lenker verkaufen, mal darüber nachdenken, ob sie diesen Lenker unter den Voraussetzungen verkaufen, wie sie ihn verkaufen.
und den Kunden am Ende da vielleicht noch ein Problem bescheren oder das Problem eben nicht bescheren, weil sie dazu sagen, um was es geht. Oder an den Hersteller von diesem Lenker, der einfach ein ordentliches Teilegutachten oder was auch immer eine ABE dazu liefert mit den nötigen Angaben, damit die Leute den Lenker wieder kaufen können oder die ihn gekauft haben, auch ordentlich eingetragen bekommen. Und zwar nicht für Hunderte von Euro, sondern für einen passablen Preis. Das zum einen. Und zum anderen ging es mir darum, vielleicht so ein bisschen Aufklärung zu betreiben, was diese TÜV-Eintragung angeht, auch was diese Sachen angeht mit Teilen, die miteinander in Verbindung stehen, Eintragung trotz ABE und so weiter. Einfach da mal einen Denkanstoß zu geben, dass vielleicht der eine oder andere von euch mal überprüfen kann, muss ich vielleicht am Ende doch was eintragen lassen, etc. etc. Wenn euch das Video gefallen hat, dann danke ich euch fürs Zusehen und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bleibt dran, bis dann, ciao.